der an der Lebenserfahrung Älteste, den Bundestag eröffnet. Das wäre ein AfD-Mann gewesen. Nur um das zu verhindern, änderte dieses Kartell aus SPD, Union und Grüne die Geschäftsordnung. Bis gestern 16:24 Uhr bestand die Möglichkeit, dass die Geschäftsordnung des Deutschen Bundestags unsere gemeinsame Geschäftsordnung wird. Um 16:24 Uhr hat dann die CDU das Angebot zurückgezogen, gemeinsam diesen Antrag einzubringen. Sie sind umgekippt, in letzter Minute mal wieder kapituliert vor den politischen Schrumpfgermanen von Rot-Grün, haben sie ihren Laden eingepackt. Hey Leute, willkommen in der Realität. Was für ein Ausbruch von Bernd Baumann. Er rechnet gnadenlos mit der Union ab und legt offen, wie ein Parteienkartell die Demokratie aushebelt. Gauland ausbutet, Gysi bevorzugt und die CDU mittendrin. Ihr wollt wissen, warum die Union lieber mit den Linken kuschelt, anstatt sich an ihre eigenen Wurzeln zu erinnern? Dann bleibt dran. Aber jetzt kommt's noch schärfer. Brandner haut noch einen drauf und rechnet nicht nur mit der Union ab, sondern zeigt auch, wie sie sich immer weiter von ihren eigenen Prinzipien entfernt. Er zögert nicht, die Machtspielchen der Altparteien zu entlarven und vor allem das Spiel der CDU als das zu entlarven, was es wirklich ist. Ein verlogenes Schauspiel, das die Demokratie in den Dreck zieht. Baumann und Brandner zeigen keine Scheu, die Wahrheit knallhart ans Licht zu bringen. Und sie machen klar, diese Politik der Hinterzimmerabsprachen wird nicht mehr lange gut gehen. Die CDU kann sich warm anziehen. Auf geht's! Herr Präsident, meine Damen und Herren! Heute tritt endlich der neue Bundestag zusammen, einen Monat nach der Wahl. Warum erst jetzt? Weil Union, SPD und Grüne wie ein Parteienkartell jede frühere Einberufung verhinderten. So konnten sie mit den längst abgewählten Mehrheiten des alten Bundestages gleich dreimal das Grundgesetz ändern. Gegen den Wählerwillen, gegen Im hier neu gewählten Bundestag hätte es dafür nie eine Mehrheit gegeben, keine 1000 Milliarden Staatskredite, kein Ende der Schuldenbremse und kein Zwang zu Klimaneutralität im Grundgesetz, meine Damen und Herren. Die Wähler hatten was völlig anderes gewollt. Millionen wählten deshalb Friedrich Merz und die CDU, weil der das versprochen hatte. Aber die Union bestätigte mit ihrem gigantischen Wahlbetrug einmal mehr, wer die CDU wählt, bekommt am Ende linksgrün. Er bekommt offene Grenzen, Massenmigration, 72 Geschlechter und die rot-grüne Regenbogenflagge ganz oben auf dem Bundestag. Dieses unselige Machtkartell aus Union, SPD und Grünen spielte bereits 2017 bei Einzug der AfD ein abgekartetes Spiel. Ich bitte Sie, zur Geschäftsordnung zu sprechen. Um die geht es hier gegenwärtig. Dass die AfD Es änderte noch schnell die Geschäftsordnung, um zu verhindern, dass der Älteste, der an der Lebenserfahrung Älteste, den Bundestag eröffnet. Das wäre ein AfD-Mann gewesen. Nur um das zu verhindern, änderte dieses Kartell aus SPD, Union und Grüne die Geschäftsordnung. Nicht mehr der Älteste durfte eröffnen, sondern der am längsten hier drinnen sitzt im Bundestag. Damit waren alle AfDler ausgeschlossen, weil wir ja alle neu waren. Wie erbärmlich, wie perfide diese Aktion. Und weil das heute noch gilt, eröffnet Gregor Gysi heute den Bundestag und eben nicht Alexander Gauland, der in jahrhundertelanger Parlamentstradition rechtmäßige und wahre Alterspräsident hier im Hause Und anders als Gregor Gysi von den Linken, die ja Rechtsnachfolger der Mauerschützenpartei SED ist, hat Alexander Gauland 40 Jahre lang seines Lebens in der CDU gedient, unter anderem als Leiter der Hessischen Staatskanzlei. Aber der heutigen Union ist eine Galionsfigur der radikalen Linken lieber als ein verdientes Urgestein aus ihren eigenen
als ein verdientes Urgestein aus ihren eigenen, ehemals konservativen Reihen. Das sagt alles über die heutige CDU, meine Damen und Herren. Dabei bringt's Ihnen doch gar nichts. Dabei bringt's Ihnen doch gar nichts, uns unsere Rechte alle vorzuenthalten, bei Alterspräsident, Vizepräsidenten, bei den Ausschussvorsitzenden. Die Mehrheit der Wähler hat doch längst dieses linksgrüne Kartell satt. Ich bitte Sie zum Abschluss Wir zu von kommen. der AfD haben uns verdoppelt, sind stärker als je zuvor. Mit Ihren Tricks werden Sie unseren Aufstieg nicht verhindern, meine Damen und Herren. Das stimmt, aber das verdoppelt nicht die Redezeit. Falls Sie aber doch irgendwann was Positives für Deutschland unternehmen wollen, unsere Hand ist immer ausgestreckt. Herr Gysi, meine Damen und Herren, welche Ehre hier vor der größten AfD-Fraktion, die die Welt je gesehen hat, reden zu dürfen und als einer der Ersten in der 21. Wahlperiode hier das Wort ergreifen zu können. Die Fraktion ist übrigens so groß, dass die Bundestagsverwaltung vergessen hat, eine Sitzreihe da hinten einzubauen. Ich hoffe, ihr fühlt euch wohl auf den Klappstühlen da hinten. Das wird zu beheben sein. Meine Damen und Herren, gekommen, um zu bleiben, war bisher unser Anspruch. Wir haben den Anspruch geändert und sagen, wir bleiben, um noch stärker zu werden. Um Deutschland willen braucht es eine starke Alternative für Deutschland. Denn die anderen, Sie alle anderen, Sie können und Sie wollen es nicht. Vor der Bundestagswahl stand Deutschland am Abgrund. Inzwischen ist Deutschland 2 Schritte weiter, dank Ihres Wirkens in den Kartellparteien. Tricksen, täuschen, lügen, betrügen, alles gegen die Bürger draußen, gegen die Opposition hier in diesem Hause. Bis gestern 16:24 Uhr. Bis gestern 16:24 Uhr bestand die Möglichkeit, dass die Geschäftsordnung des Deutschen Bundestags unsere gemeinsame Geschäftsordnung wird. Um 16:24 Uhr hat dann die CDU das Angebot zurückgezogen, gemeinsam diesen Antrag einzubringen. Sie sind umgekippt, in letzter Minute mal wieder kapituliert vor den politischen Schrumpfgermanen von Rot-Grün, haben sie ihren Laden eingepackt. Jetzt wird es wieder Ihre Geschäftsordnung und nicht unsere Geschäftsordnung, weil Sie die wieder untereinander ausmauscheln werden und auskugeln werden. Und was diese Reform angeht, Herr Frey oder Herr Hoffmann, das schwant mir Böses. Sie werden die Opposition weiter unterdrücken. Sie werden die Geschäftsordnung gleich mehrheitlich verabschieden und entgegen der Geschäftsordnung dann gleich wieder keinen Bundestagsvizepräsidenten wählen. Also Sie lügen die Leute hier schon wieder an. Sie beschließen eine Geschäftsordnung und haben jetzt schon wieder vor, Ihre eigene Geschäftsordnung zu brechen. Und das ist einfach unsäglich. Das ist erbärmlich. Auf der anderen Seite kommt dann ein abgehalfterter Ministerpräsident, der Thüringen ruiniert hat, von der SED, heute firmierend unter die Linke. Den werden Sie wahrscheinlich durchwinken. Sie haben einen gescheiterten Parteivorsitzenden der Grünen. Den werden Sie wahrscheinlich durchwinken. Aber unseren exzellenten Kandidaten, Gerold Otten, den werden Sie wahrscheinlich wieder aus ideologischen Gründen und einknickend vor der rot-grünen Mischpoke ablehnen. Das ist wirklich widerlich, das ist erbärmlich, was Sie hier abziehen. Das will ich Ihnen sagen. Ich bitte Sie bei Ihrer Ausdrucksweise, sich etwas zu mäßigen, also der Würde unseres Hauses zu entsprechen. Einen Bundestagsvizepräsidenten, der abwählbar ist, der der demokratischen Kontrolle unterliegt. Sie wollen es nicht. Sie wollen unabwählbar Bundestagspräsidenten und Bundestagsvizepräsidenten aus Ihren Reihen installieren, die dann wieder was tun? Die Alternative für Deutschland mit Ordnungsrufen bombardieren werden, um uns zu diskreditieren. Aber das durchschauen die Menschen draußen, meine Damen und Herren. Weitere Extrawürste wollen Sie braten für die Resterampe der Linken auf der linken Seite. Die Rechtsnachfolge einer linken Gruppe soll, um Geld im System halten zu können, heute beschlossen werden. Bis vor kurzem war die CDU, CSU noch strikt dagegen. Ich bin gespannt, wie Sie sich heute verhalten. Sie können machen, was Sie wollen. Sie haben die Mehrheit, wir akzeptieren das. Aber Sie müssen auch wissen, Sie sind die Vergangenheit des alten, ruinierten Deutschlands. Wir sind die Zukunft eines blühenden, blauen Deutschlands. Das schreibe ich Ihnen in Stammbuch. Vielen Dank. Baumann und Brandner haben hier wirklich die Zügel in die Hand genommen und der CDU ihre Doppelmoral vor Augen geführt. Man will uns weismachen, dass das eine geheime Wahl ist. Doch Merz gibt bereits vorab den Marschbefehl. Keiner von uns stimmt für die AfD. So wird aus einer demokratischen Wahl nichts anderes als ein Schauspiel, das niemandem wirklich dient. Baumann und Brandner haben keine Scheu, den Finger in die Wunde zu legen und den Altparteien zu zeigen, dass das Volk längst durchschaut, was hier gespielt wird. Ihre klare Ansage, die CDU ist nicht die Zukunft, sondern die Vergangenheit und sie haben keine Ahnung, was auf sie zukommt, wenn sie so weitermachen. So, das war's für heute, Leute. Wenn euch der Ausbruch von Baumann und Brandner genauso begeistert hat wie mich,
dann lasst ein Like da und abonniert, damit ihr nichts mehr verpasst. Und vergesst nicht, eure Meinung in die Kommentare zu hauen. Was haltet ihr von der Union und ihrem Spiel? Bis zum nächsten Mal. Bleibt kritisch und wachsam.